Quilten mit Laser. Wir kennen das von den Longarm-Quiltern. Da sieht man das häufiger. Aber wie ist das denn? Können wir mit einem Laser auch Freihand quilten? Das geht ganz wunderbar, aber es erfordert Übung. Also, ich möchte das gerne lernen, also stelle ich mir Übungen zusammen. Und heute, wenn ihr mögt, arbeiten wir gemeinsam an Glocken. Glocken sind schon ein sehr komplexes Thema und ich fand es gar nicht so einfach. Aber es macht Spaß und es lohnt sich, sich da reinzuknien. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir quilten mit Laserglocken. Meinen Vivilux Laser setze ich einmal oben auf meine Maschine. Ihr findet ein Anfängervideo verlinkt. Und meinen Laserarm, den halte ich sehr nah an meinem Füßchen. Ich möchte später, wenn ich meine Glocken arbeite, eine kurze Distanz zwischen Laser und Füßchen bekommen. Ich habe die Topstitch Nachsticknadel von Schmetz eingesetzt. Als Faden habe ich Polyfast von Wonderful genommen. Das ist ein Faden mit einem sehr schönen Glanz, der sehr robust ist, sehr viel aushält und ein schönes Ergebnis erzielt, sodass er zum Ausprobieren neuer Dinge auf jeden Fall ideal gewählt ist. Und wir haben ein Blatt mit 3 Glocken. Eine sehr große, eine mittlere, eine kleinere Glocke. Je größer unser Objekt ist, je schwieriger lässt sich das arbeiten. Denn unser Quilt-Sandwich können wir in jede Richtung bewegen. Die Datei zu den Glocken findet ihr unter diesem Video verlinkt und wenn ihr mögt, lasst mir als Dankeschön dafür einen Daumen nach oben da. Vielen Dank! Wenn ich meinen Laserpunkt jetzt einmal in meine Glockenschlägermitte setze, dann kann ich mein Quilt-Sandwich komplett drehen, ohne dass mein Laserpunkt mitläuft. Wir möchten, dass der Laserpunkt und das Füßchen genau parallel laufen. Diese große Glocke ist sehr schwierig umzusetzen und ich habe sie als Übung eingefügt. Die mittlere Glocke ist schon ein bisschen besser umzusetzen und die kleine Glocke ist das, was ich glaube, was sich ganz gut auf unserem Quilt übertragen lässt. Denn hier haben wir unsere Glocke, wir haben unser Füßchen und wir können das Ganze auf kleinen Raum einrichten. Das versuchen wir einmal. Macht es euch so einfach wie möglich. Je näher euer Laserpunkt und euer Füßchen ist, je weniger Schwierigkeit habt ihr bei dem Kopieren des Motivs. Ich lege das also an. Hier ist der nächste Punkt zum Füßchen, hier ist der weit entfernteste Punkt und auf diesen Punkt richte ich nun einmal meinen Laser aus. Wenn ich das habe, stecke ich meine Glocke einmal fest. Zum Feststecken habe ich die Wonderpins von Clover gewählt, weil dadurch die vordere Spitze verdeckt ist und ich kann gleich, wenn ich meine Glocke greife, ganz sicher greifen, ohne mich zu stechen. So schaut das Ganze gut aus. Starten möchte ich bei dem oberen Punkt. Das heißt, meine Glocke nehme ich nun und mein Sandwich und ich verschiebe beides gleich. So, hier kann ich jetzt über den Punkt jede Menge ausrichten. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte mein Sandwich so gerade wie möglich liegen haben. Wenn ich meinen Laserpunkt und mein Füßchen eng zusammen habe, habe ich auch keine Schwierigkeit, beides im Blick zu behalten. Wenn ich das Ganze ausgerichtet habe, wie ich es mir in etwa vorstelle, hoppala, dann senke ich mein Quiltfüßchen ab. Meine Maschine ist fürs Quilten eingerichtet. Mein Transporteur ist versenkt, meine Stichlänge steht auf 0. Und jetzt kann ich einmal meinen Unterfaden nach oben holen. Wir vernähen dreimal auf der Stelle. Achtet darauf, dass ihr genau passend vor eurem Füßchen sitzt. Wenn ihr schräg sitzt, dann habt ihr schon so einen leichten Zug in eine Richtung. Wir möchten das möglichst gerade halten. Mit dieser Position fangen wir an.
Ich habe das Ganze mit meiner 230 mit Fußpedalantrieb umgesetzt, gequiltet. Dadurch kann ich sehr, sehr langsam quilten. Ich habe also sehr viel Kontrolle, aber die Gefahr, dass man die Hände verschiebt, ist viel größer, als wenn wir das Ganze mit einer normalen, mit Strom betriebenen Maschine umsetzen. Und wir sind wieder an unserer Glocke. Und ihr seht, ich habe hier auch einen Punkt verschoben. Ich richte das wieder gerade aus. Bei diesen kleinen Formen finden wir immer wieder zum richtigen Punkt. Bei den großen Formen können da mehrere Zentimeter Unterschied liegen, wenn wir das noch nicht oft gemacht haben. Wir quilten unsere Öse. Kleinere Elemente wie unsere Glockenöse lassen sich auch sehr gut frei quilten. Aber auch hier ist es gut zu sehen und zu kontrollieren, schaffen wir es da, auf dem Punkt zu bleiben. Und wenn wir das haben, quilten wir zurück und bauen einmal unsere Zusatzlinien ein. Unsere Glocke hat eine sehr symmetrische Form und überall da, wo wir unseren Laser nur ein bisschen verschieben, heben wir diese Symmetrie auf. So, hier seht ihr jetzt das Problem. Ich bin noch auf meiner Linie, mein Laser verrutscht. Ich bin mit meinem Arm nach oben gewandert. Wir korrigieren zu unserer Linie. Bei kleinen Formen hat man immer wieder die Möglichkeit zu korrigieren. Da ist das gar kein Problem. Bei den großen Formen ist es ganz schwer, wieder die alte Linie zu finden. Am Anfang stoßen wir auf sehr viele Herausforderungen. Wir möchten dem Laser folgen, wir möchten unserem Nähfüßchen folgen, wir möchten unsere Hände kontrollieren. Das ist sehr viel. Was wir möchten, wenn wir ein Ergebnis haben, ein erstes Ergebnis, das noch gar nicht so schön geformt ist, möchten wir die Glocke nutzen, um diese Linien zu üben. Wir richten das Ganze wieder aus und wir kontrollieren. Wir nehmen die ersten Glocken, die wir arbeiten, als Übung. Die erste Übung, die wir haben, Moment, so. Die erste Übung, die wir haben, ist unser Oval unten bei der Glocke. Wir fahren mehrere Male um dieses Oval. Versucht immer wieder den richtigen Punkt vom Laser und von eurer Nadel einzufangen. Die nächste Übung ist der Kreis. Ein Kreisquilten ist immer eine Herausforderung. Und wenn wir unseren Kreis mit Laser quilten möchten, ist das auch hier nicht anders. Wir beobachten unseren Laser, wir beobachten unser Füßchen und wir versuchen, beide Arme symmetrisch im Kreis zu bewegen. Und auch hier, immer wenn wir merken, wir verlassen die Linie, wandern wir zurück. Wenn wir den Kreis gemeistert haben, möchten wir die ganze Glockenkuppel üben. Wir fahren mehrere Male über diese Glockenkuppel. Wenn wir das haben, möchten wir unsere Zierlinien nacharbeiten. Bei meinem Muster habe ich 2 Zierlinien. Bei meiner Glocke sind die ersten Linien nicht so schön geworden. Das heißt, ich ziehe mir einfach mehrere Linien und versuche immer wieder die richtige Linie zu treffen. Das Ganze wird mit der Zeit immer einfacher. Es ist Übungssache. Von hier wandern wir nach oben. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Probiert Laserquilten einmal aus. Es macht richtig viel Spaß. Und bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal.